Stein. Und da waren wir. Dennis hat ihm Tipps gegeben, wo er ankern kann. Wir sind angekommen auf der traumhaften Insel Ibiza. Glasklares Wasser, sanfte Wellen und Sonne satt. Die Balearen zeigen sich von ihrer schönsten Seite und wir genießen jeden Moment dieses perfekten Sommerstarts. Wir schauen uns mal den Leuchtturm unserer Bucht an. Getreu unserem Motto, es gibt immer was zu entdecken, machen wir uns auf den Weg zum Zebra-Leuchtturm. Ja, Zebra. Warum er so heißt, das werdet ihr gleich sehen. Moment, wo ist der Leuchtturm? Ach ja, wir müssen noch etwas weiter. 1 Stunde Fußweg ist dann doch gar nicht so wenig. Und da waren wir, beim höchsten Leuchtturm der Balearen, dem Faro des Moscatel. 52 Meter hoch. Das ist schon eine Ansage. Unglaublich schöne Insel. Haben wir beide, glaube ich, nicht erwartet. Das, ui. High Society und Elektroportierrad. So ein bisschen Sand, so eine Palme und das war's. Und jetzt ein Träumchen. Die Sonne verabschiedet sich langsam hinterm Meer. Zeit, den Rückweg anzutreten. Diesmal entlang der Küste, begleitet vom Rauschen der Wellen und dem letzten Gold des Tages. So, während Doro innen Klarschiff macht, gehe ich nach draußen und mache Klarschiff. Doch davor müssen wir noch unseren improvisierten Flopperstopper abbauen. So, und die Frage ist natürlich, hat's was gebracht? Das Experiment von 3 Eimern, die wir jetzt drunter gesetzt haben, hatte ein Eimer seinen Stein verloren. Stein. Den zweiten, was ich glaube ich nicht aufgezeichnet habe, haben wir über dem Baum hängen lassen. Den Baum ausgebaumt und dann an der Seite raushängen lassen. Das haben wir, nachdem es aufgehört hat zu schaukeln, wegen dem Wind, haben wir das dann wieder eingeholt. Genau, und den dritten Eimer haben wir jetzt im Prinzip bis jetzt am Ende draußen hängen lassen. Also ich sag mal, die krassen Schaukelungen hat es ein bisschen vermindert, dass es sich so
diese Bewegung. Und irgendwann schaukelt es sich ja richtig krass auf. Und das war dann nur so einmal und dann hat es wieder abgedämpft. Das war ziemlich gut, weil die krass schaukeln sind schon nervig. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass das so, ja, so leichter wird. Aber es waren vielleicht jetzt so 10%. Besserung vielleicht 5%. Also es war jetzt nichts, was wir sagen, oh krass. Ich glaube, der Trick mit dem Eimer und dem Stein ist noch nicht so gut, wie, glaube ich, andere YouTuber das auch ausgebastelt haben. Deswegen probieren wir es mal beim nächsten Mal mit Gewichten und einem leeren Eimer. Dass der leere Eimer im Prinzip mehr Wasserwiderstand hat. Schon ganz schrumppelige Hände, komm abspülen. Unser heutiger Gefährte, Attila. So, wir haben knapp 5 Knoten Geschwindigkeit, gute 10 Knoten Wind von hinten, plus unsere Geschwindigkeit dann. Ja, Welle ist okay, ist jetzt nicht klein, aber jetzt auch nicht so groß. Aber die größte Herausforderung ist definitiv die Hitze. Also wenn man sich ein bisschen körperlich anstrengt, kommt man ganz schön in die Schwieze. Man kann im Leben nicht alles haben. Und lieber segeln wir in der Sonne, als früh morgens zu Motoren. Wieso? Ist zwar nicht schwer, aber ich habe das So, Doro hat den Kurs abgegeben. Das Steuer. Inzwischen nur noch einen Knoten Wind. Und die Segel machen auch, was sie wollen. Fünf Meilen vom Ziel. So. Wieder Motor. Schade Schokolade, aber wir sind immer wieder froh, wenn wir bei den lauen Lüftchen, die hier dominieren, ein wenig segeln können.
Doch kaum haben wir die Segel eingepackt, kam nochmal ein bisschen Wind auf. Damit wir die Segel nicht ständig auf- und abbauen müssen, entscheiden wir uns erstmal nur das Vorsegel zu setzen. Nur mit Vorsicht. Da kommt Attila. Wir haben es geschafft in die Bucht von San Antonio. Natürlich war Attila schneller als wir. Deswegen hat er schon eine andere Bucht gescoutet. Doch diese Bucht sollte eigentlich die beste sein, zumindest für den Wind, der heute und morgen angesagt ist. Dennis hat ihm Tipps gegeben, wo er ankern kann. Denn hier gibt es nur wenige Stellen ohne Seegras. Und aufgrund der vielen Boote muss etwas gequetscht werden. Nur alleine zu ankern stelle ich mir ja so stressig vor. Der Anker sitzt, endlich Ruhe im System. Zeit, das Wasser zu genießen und einfach mal wieder durchzuatmen. Wir haben ein kleines Kinderspielzeug gefunden. So ein Schwimmring. Und Doro hat eine Schnur dran gemacht. Jetzt will sie es als Taucherboje benutzen, weil hier am Ankerplatz recht viel los ist. Naja, Visibility ist so okay. Dann müsste die gelbe Seite oben sein. Wenn wir schon hier sind, wäre es ja fast frech, San Antonio nicht zu erkunden. Also Landgang mit Wir Neugiergarantie. gehen jetzt mal nach San Antonio in die Stadt rein. Um es uns mal anzuschauen, wenn wir schon in der Nähe sind. Und wir haben auch gesehen, hier gibt es unsere Lieblingsläden. China-Laden. Da suchen wir jetzt mal so was gegen Moskitos und auch Spülhandschuhe. Da Doro ein bisschen viel gespült hat in letzter Zeit. Und ganz nasse, aufgeschwollene Hände hat. Schrumpelte. Wir lieben ja diese kleinen Krimskramsläden, in denen man einfach stöbern kann. Wir haben hier auch alles. Aber hier auf Ibiza, das ist Kuhstühl 2.0 zum Verlaufen. Ausflug zu Ende. Wir kommen gerade nicht zu unserem Boot. Attila hat uns rübergefahren, weil wir sind mit dem Kanu hin, haben es schön zur Seite gestellt, diese Anlandung waren und dann kam direkt so ein, wie heißen die, Lifeguards, oh, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die sind gerade zu uns gekommen und haben gemeint, nö, dürft ihr nicht. Dürft ihr nicht? Nein. So, hä, aber warum? Steht doch auf der Seite, ist doch kein Problem. Nein, wir holen die Polizei. Was? Okay, ihr müsst gehen. Alles klar, zurückgerudert. Und Attila war so freundlich, hat uns tatsächlich nochmal rüber gerudert und an Land gebracht. Ja, und jetzt zurück. Nimmt das leider nicht ab. Klar, wir können jetzt warten. Aber Doro hat ein Bikini an, deswegen geht sie jetzt rein. Und holt ein Kanu. Und dann könnten wir auch los. Weil diese Bucht ist sowas von verbrannter Erde für uns. Das ist ei. Eins, was mich auch interessieren würde, das Boot hier in der Mitte,
liegt noch gerade so im Sand. Aber alles links davon ist definitiv Seegras. Und da würde mich interessieren, wie das mit der Kontrolle läuft. Weil einer hat mal gemeint, wie wollen die das kontrollieren, wenn es zu tief ist? Das würde mich mal interessieren. Falls jemand Bescheid weiß, kann es ja mal gerne in die Comments schreiben. Abfalls gesichert. Hierher in die nächste Bucht war der Weg recht kurz. Wir hatten die Hoffnung, noch einmal so viele tolle Momente erleben zu dürfen wie beim ersten Mal. Doch es war diesmal etwas anders. Oh no, Kaya kämpft gegen Boje. Wir sind jetzt in unserer alten Bucht. Komisches Gefühl. Damals haben wir sehr, sehr viele neue, nette Leute kennengelernt. Bisher ist so. Jetzt haben wir gedacht, wir nutzen ein bisschen die Freizeit und gehen duschen. Weil hier, seitdem wir hier sind, ist so, ja, duschen nur im Salzwasser eigentlich gedacht. Weil wir sehr viel Süßwasser sparen. Und dementsprechend sehen auch meine Haare aus. Haben so ein bisschen eine Eigenschaft, als wären sie richtig fettig. Ich zeig mal jetzt, wie ich mich dusche. So runterziehen, ja auch gut. Jetzt kommen wir dran. Okay. Wo ist es? Was ist denn hier los? Ja. Boah, Quatsch. Das ist das Ruder. Der Ruder nicht festgedreht. Die Schraube dreht nicht fest. Ah, okay. Vergesst auch manchmal. So schön die Bucht auch ist, der Zauber vom ersten Mal lässt sich nicht wiederholen. Zeit weiterzuziehen. Nächstes Ziel: Formentera. Man sagt, die Insel soll noch schöner sein als Ibiza, aber das erzählen wir euch beim nächsten Mal.